Hey, ho, Stars und Sternchen, was geht? Heute öffnen wir, und ich habe es versprochen, einen legendären Container. Ja, ich halte mein Wort. Wenn ich mein Wort nicht halte, dann vielleicht, weil ich es vergessen habe, aber ich habe es nicht vergessen. Was meint ihr, was ist es? Habe ich endlich die Chance, Vulkan Legacy zu bekommen? Ich würde es mir so sehr wünschen. Der hässlichste Skin, den man sich vorstellen kann. Und es wäre so schön, den hier zu haben. Ja. Ah. Und? Was ist es? Ich dachte, ich dachte, ich krieg einfach gar nichts mehr. Das war ziemlich frustrierend. Aber okay, es ist Diktator XT. Okay, das dazu. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Inhalt. Denn ich wurde gefragt, ob ich mal mit Firebird und mit Freeze spielen kann. Beides versuche ich in diesem Video unterzubringen. Und der Wunsch war, dass ich mit komprimierter Energie spiele für Firebird und mit Schockfroster für Freeze. Außerdem die Frage, was ist denn die beste Variation für die jeweilige Waffe? Und ihr könnt sehen, vor allem bei Freeze, da fehlt mir natürlich jede Menge an Variationen, vor allem natürlich die guten, wie man an der oberen Reihe erkennen kann. Aber ich versuche das so ein bisschen hier an dieser Stelle mal ganz kurz zu erläutern. Ich kann natürlich jetzt nur das im Grunde sagen, was ich habe. Ne? Und da muss ich ehrlich gestehen, also kritische Mischung ist das Einzige, was ich hier nehmen würde, tendenziell, weil es halt die Chance auf einen kritischen Treffer erhöht, auf durchschnittlich 20%. Und der kritische Treffer macht gleichzeitig auch noch 50% mehr Schaden. Keine Nachteile. Ganz cool. Ansonsten Excelsior. Ja? Excelsior für jede Waffe. Wer Excelsior hat und sich wenig Gedanken machen will über Vor- und Nachteile, einfach Excelsior nehmen. Mehr Schaden und super. Ja? Ansonsten komprimierte Energie sorgt dafür, dass der Gegner sich deutlich schneller erhitzt und auch mehr erhitzt. Hat aber den Nachteil, dass der Energieverbrauch um 50% steigt und das Nachladen um 100%. Also doppelt so lange nachladen, 50% schnellerer Verbrauch. Ja. Und ich meine mal, du kannst halt natürlich das Erhitzen ganz leicht kontern. Entweder du hast die Hitzeimmunität, ja, als Gegner, oder du wirst einfach geheilt, du heilst dich selber, du hast eine Freeze, die dich halt entsprechend wieder runterreguliert. Ist halt, du hast viele Möglichkeiten, das zu kontern. Da würde ich wahrscheinlich eher auf Brandmischung gehen. Brandmischung sorgt dafür, dass zwar kein Nachbrenneffekt mehr vorherrscht, aber erhöht gleichzeitig den Schaden um 20%. Also den normalen und den kritischen. Da würde ich wahrscheinlich das eher nehmen. Statt komprimierter Energie. Aber wir spielen heute mit komprimierter Energie. Bei Freeze genau das Gleiche. Also es gibt auch hier kritische Mischung für Freeze und stabile Mischung. Ja, also beide konnte ich jetzt nicht testen, weil beide habe ich nicht, ja, aber wahrscheinlich zwischen den beiden würde ich tendieren, wenn ich nicht Excelsior habe. Habe ich natürlich auch nicht. Und ansonsten korrosive Mischung, ja auch hier das gleiche Spiel, ne? Wie bei der Brandmischung, glaube ich, war das. Ja, und Schockfroster sorgt dafür, dass der gegnerische Panzer im Grunde sofort einfriert. Hat aber auch den Nachteil, dass wir 10% weniger Schaden machen. So, wenn ich das alles noch so richtig im Kopf habe. Also, ich bin bei diesen zwei Variationen jetzt nicht unbedingt so gestimmt, dass ich sage, oh ja, die nehme ich unbedingt, ja, das ist super. Wenn man sowieso nichts anderes hat, ja gut, dann würde man wahrscheinlich die nehmen. Na, ich denke, das ist etwas besser. Ja, also ich wollte jetzt auf Tempel da nicht unbedingt spielen, die ganze Zeit nur irgendwelche Fernkampfwaffen, die auf einen raufhauen, muss ja nicht unbedingt sein. Ja, also jedenfalls, ich würde nicht zu diesen zwei Variationen tendieren, also Schockfroster und komprimierte Energie, sondern eher halt zu diesen Mischungen, ja. Also diese korrosive Mischung und die Brandmischung, das wäre so eher meins, ja, weil ich mir halt persönlich sage, das, was ich an extra Schaden mache, ist mir deutlich lieber als halt dieser Nachbrennschaden, ja, den ich ansonsten da raushauen würde, weil wie gesagt, den kannst du halt leicht kontern. Und dafür braucht es halt einfach nur schon die Hitzeimmunität, ja, oder halt eine Freeze oder eine Heilung und sowas, ne, das ist klar. Wenn du den Gegner natürlich einmal hast damit, ja, wenn du den Gegner einmal im Grunde anvisiert hast und der kann halt nichts dagegen machen, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit groß, dass er halt einfach komplett verbrennt, so wie man es jetzt hier sehen konnte. Aber dafür musst du im Grunde den zweiten Anlauf nutzen, ja. Also einmal hier raufschießen auf den Gegner reicht halt nicht, weil
er sich im Zweifel heilt. Und in der Zwischenzeit kann es natürlich sein, dass man schon abgeschossen wurde und dann hat man nichts davon. Bei mehr Schaden, wie gesagt, sieht das Ganze halt dann, finde ich, deutlich besser aus. Ja. Aber das Schöne an dieser Variation ist halt wirklich, im Grunde musst du halt diesen Gegner nur einmal kurz mit deiner Firebird anschießen, ja, und dann verbrennt er im Grunde. Da kann er sich halt ziemlich wenig dagegen wehren. Vorausgesetzt natürlich, ja, nichts dieser ganzen Wege tritt ein, wie man das Ganze wieder kontern kann. Und das habe ich ja aufgezählt, da gibt es einige Möglichkeiten. Also insofern, ja, würde ich sagen, für mich persönlich ist halt einfach, natürlich, also Freeze und Firebird sind einfach Nahkampfwaffen. Du kannst also nicht irgendwie auf Distanz bleiben. Du musst halt in den Gegner reinfahren. Und dann ist halt jetzt, muss man sich halt selber die Frage stellen, was ist einem lieber? Möchte ich den Gegner verbrennen lassen und im Grunde halt, selbst wenn er mich dann eliminiert, ja, dann kann ich ihn ja trotzdem halt einfach zum Verbrennen bringen, genauso wie alle anderen. Wenn jetzt halt 10 Gegner irgendwie auf eine Goldbox sich stürzen sollten, ja, sicherlich, ne, dann kannst du halt da ganz locker alle möglichen Kills mitnehmen, ja, oder halt wenigstens Unterstützungen, weil halt jeder einfach dann verbrennt. Aber in so Einzelgefechten würde ich sagen, ist man mit mehr Schaden dann deutlich besser dran. Was ich zum Beispiel auch jetzt nicht gut finde, ist sowas wie Adrenalin. Adrenalin mag vielleicht gut sein, wenn man Waffen hat, die auf Fernkampf ausgelegt sind, weil wenn du da mal angeschossen wirst, übrigens, da muss man auch sagen, Adrenalin erhöht ja den Schaden nur dann, wenn du schon, vielen Dank, wenn du wenige Lebenspunkte hast. Du machst, glaube ich, 25% Schaden mehr, musst dafür aber 35% oder weniger Leben haben. Und meistens nutzt man ja Nahkampfwaffen auf leichten und damit auch auf schnellen Untersätzen. Das heißt also, diese 30% oder dieses Drittel, ja, 35% sind natürlich nicht exakt ein Drittel, aber ihr wisst, was ich meine. Du brauchst halt im Grunde ein Drittel an Leben, damit diese Variation überhaupt aktiv wird, ja. Und dann machst du halt erst diesen zusätzlichen Schaden. Und dieses Drittel von einem leichten Untersatz ist natürlich nicht mehr so viel, wenn man mal bedenkt, wie viel Schaden man ansonsten bekommt. Also insofern nutzt das halt einem sehr wenig, ja, in solchen Gefechten. Klar, ich meine, wenn der Gegner dich halt anschießt und du schießt ihn auch an mit deiner Firebird oder mit deiner Freeze und du hast unweigerlich irgendwann mal wenig Leben, dann ist halt klar, dass du halt an diesem Moment dann mehr Schaden machst. Aber halt erst ab diesem Moment, ja. Deswegen Adrenalin würde ich dann nicht nehmen. Das kann man halt eher auf Waffen nehmen, ja, die halt wirklich Langstreckenwaffen sind. Ja, weil da kannst du halt wenig Leben haben. Du versteckst dich irgendwo, schießt die ganze Zeit halt trotzdem die Gegner in der Ferne ab. Das kannst du halt natürlich mit Nahkampfwaffen eher weniger tun. Ne? Da vielleicht halt dann das exakte Gegenteil davon. Ja? Statt Adrenalin gibt es ja auch die Variation Camper. Die macht mehr Schaden, je mehr Leben du hast. Könnte man halt vielleicht sagen, das lohnt sich mehr, wenn man halt mit mehr Schaden in das Gefecht selber reingeht. Ja, aber erstens, Camper muss man erstmal haben. Die zu bekommen ist deutlich schwerer als Adrenalin. Und dann kann man sich halt auch die Frage stellen, lohnt sich das tatsächlich oder nehme ich nicht lieber eher eine andere Variation dafür? Genau. So, aber das erstmal dazu. Ich würde jetzt nicht sagen, diese Variationen sind extrem mies. Ich finde Variationen schlechter, die halt nur Statuseffekte haben. Im Sinne von diesen Betäubung und so weiter und so fort, ne? Auch die können natürlich nervig sein, ja. Finde ich aber als so eine reine Variation, die halt beispielsweise nur betäubt oder was auch immer, ja, Störsender hat, finde ich nicht so unbedingt geeignet. Ja. Aber meine persönliche Meinung an dieser Stelle. Wenn man ansonsten nichts anderes hat, ja klar, dann nimmt man das, was man halt einfach in seiner Garage gerade hat, das ist klar. Ja. Da kann man sich halt auf den Kopf stellen, ja. Ist wahrscheinlich alles besser als halt die Standardausführung der Waffe, was diese Statuseffekte angeht. Ne? Genau, aber bei den anderen Sachen würde ich sagen, ja, es gibt bessere, ne? Es gibt bessere. Aber es ist nicht schlecht. Also ich meine, wenn man sich das jetzt hier anguckt, ich habe 12, 17, bin Platz 2, ist, denke ich mal, okay. Dafür, dass das ja eine Variation ist, die
die im Grunde ja nichts Besonderes ist. Ne? Das ist ja eine Variation, für die man jetzt nicht unbedingt Jahre spielen muss oder ganz, ganz viel Glück braucht, um die irgendwann zu bekommen. Wisst ihr? Also insofern ist sie recht passabel. Ne? Genau, aber wie gesagt, ich würde eher diese ganzen Mischungen bevorzugen, die halt einfach mehr Schaden machen. Ja? Das ist da so meine persönliche kleine Ansicht, aber ja. Es wurde ja, wie gesagt, ne, man hat sich das hier gewünscht und wenn ich das habe, klar, dann kann ich das auch zeigen. Gucken wir mal, ob das den vielleicht hier noch kaputt macht. Ja, ob ich ihn schön zum Verbrennen bringen kann. Der hatte, glaube ich, noch die Hälfte seines Lebens. Ah, schade, leider nicht. Aber ich würde sagen, der hat auch nur noch ganz, ganz wenig. Ne? Also, diese Variation eignet sich tatsächlich halt echt dafür, kurz mal den Gegner irgendwie ins Visier zu nehmen und dann einfach zu warten, bis er da schön verbrennt. Die ganzen Unterstützungen mitnehmen, ja, das sind natürlich auch alles Punkte und EP, die man bekommt, wenn man bei einem Kill mithilft. Und das ist da natürlich halt deutlich einfacher, ja. Vor allem, weil sie halt Ewigkeiten brennen. Ne? So, aber genau, das halt natürlich erstmal so das Ganze zu Firebird. Ansonsten, man hat ja gesehen, ich habe bei Freeze keine guten Variationen und da hatte ich jetzt, bevor ich das umgestellt habe, hatte ich diese korrosive Mischung drauf. Ja. Und kein Schockfroster, ja. Aber es ist halt einfach eine persönliche Präferenz, ne? Es gibt auch Leute, die schwören darauf, ja, auf halt komprimierte Energie und so, ne? Also, deswegen, ich möchte das jetzt halt nicht hier unnötig schlecht reden. Ja, das hat die Variation auch nicht verdient. Die macht ihren Job ja auch ganz gut, ne? Also, du kannst damit dem Team gut helfen. Du kannst dann natürlich auch ein paar Kills mitnehmen oder halt Unterstützungen. Ja, das ist alles möglich, wie man sieht hier. Die Gegner brennen ganz gut. Aber wie gesagt, es gibt halt leider einfach genug Möglichkeiten, das zu kontern. Und ja, das ist ein bisschen unschön an der Sache. Ja. Vielleicht auf niedrigeren Leveln eher, ja, wobei. Hitzeimmunität, würde ich sagen, hat man wahrscheinlich eher drauf. Oder Kälteimmunität, ja, bevor man halt irgendwelche anderen guten Sachen hat. Ja, weiß ich nicht. Da bin ich zu selten auf den anderen Accounts unterwegs, auf kleinen oder so. Da kann ich nicht viel dazu sagen, aber ja, aber so im normalen Spiel gibt es halt eigentlich kaum einen, der wirklich Hitzeimmunität oder Kälteimmunität hat. Jetzt so auf diesem, sag ich mal, Niveau, ne? Da gibt es eher wenige, die das haben. Auch da wahrscheinlich eher, wenn sich das halt gerade anbietet oder man sowieso nichts anderes hat. Aber ansonsten wird man natürlich halt Excelsior haben, Lebensretter, ja, solche Sachen halt, ne, die halt einem in einem Kampf mehr bringen. Ja, oder halt auch Blaster, ja, dann gehst du drauf und nimmst den Gegner gleich nochmal mit, ja, weil der halt einfach da direkt ordentlich Schaden kriegt und so. Also wird man wahrscheinlich eher das haben, ja, statt halt sich zu sagen, ja, ich möchte halt immun sein gegen Hitze oder Kälte. Ja, aber gut, das dazu. So, ich bin echt oft draufgegangen. 31 Mal. Das ist nicht schön. Aber es ist immerhin gleich vorbei. Ja. Diese Schmach, die müssen wir uns nicht mehr länger mit ansehen. Tja. Aber hey, was soll's. Ich versuche das hier einigermaßen noch über die Bühne zu bekommen. Sehr, sehr schön. Aber ich glaube, das wird nicht besser. Boah, guckt euch mal die anderen Leute hier an. 2,21, 4,23, 1,30. Junge. Das sieht bei denen echt ganz, ganz schlecht aus. Tja. Aha. So, bitteschön. Hat der Hitzeimmunität gerade drauf gehabt? Nein, oder? Oder hat der? Ich habe nicht drauf geachtet. Ist ja auch egal. So, wir haben sowieso verloren. Also das Ding können wir hier nicht mehr gewinnen. Ich kann nur noch versuchen, so ein bisschen was hier an Kills zu machen. Ne? Für mich persönlich. Ja, schade. Ja, das mit den Heilungen ist halt wirklich der Nachteil. Ja. Du kriegst die Gegner nicht so schnell K.O. Und man sieht's ja jetzt hier im Vergleich zu den anderen
sieht man es, denke ich mal, ganz gut, dass ich schneller draufgehe als die und sobald ich halt draufgegangen bin, zünden sie einfach eine Heilung und das war's. Ja, dann kriege ich auch nichts mehr davon. Also insofern, ja, ist passabel. Kann sich jeder selber seine Meinung dazu jetzt bilden, ob sich das lohnt oder nicht. Ja, die Vor- und Nachteile habe ich ja jetzt hier, denke ich mal, auch gut zeigen können. Verwenden wir jetzt also mal Freeze und da die Variation Schockfroster. So, wir müssen halt im Grunde einfach nur wirklich den Gegner einmal treffen und dann ist er eingefroren. Ne? Das Schöne hierbei ist, und so kann man dann eher vorgehen, ja, den Gegner einfrieren und dann halt um ihn rumkreisen. Ja, um ihn rumfahren, dass er einen selber nicht mehr erwischt. Und man kriegt damit halt seine Kills. Ne? Also so ist erstmal der Plan. Schauen wir mal, ob das auch tatsächlich funktioniert. Ist jetzt natürlich nicht gerade der geeignetste Modus. Ja. Ja, guck mal, der heilt sich hier natürlich auch. Ja, wunderbar. Gucken wir mal. Ich bin gespannt. Aber ja, das ist erstmal so, sag ich mal, der allgemeine Plan. Ne? Wie wir halt hier mit den Gegnern umgehen können. Um die Gegner rumfahren und halt hoffen, dass sie einen nicht erwischen. So. Ich bin gespannt. Regnet's? Ich glaube ja. Da muss ich mal kurz die Fenster zumachen. Sonst regnet das hier noch rein und dann ist alles nass. Das will ich natürlich auch nicht. So. Aber gut, ich mache hier nochmal ganz kurz meine Runde fertig. Und dann sprinte ich los. So, jetzt wo ich gerade einen Lauf habe, ja, möchte ich auch nicht aufstehen. So, wo sind denn hier die ganzen Gegner? Abgeblieben. Hallo, wo seid ihr? Sind die alle weg? Trauen die sich nicht mehr zu mir? Puh. War nicht schlecht. So, ich bin gleich wieder da. So, okay, machen wir mal weiter. Ja, so, komm, dem helfen wir. Alles klar, oder auch nicht? 44% Schutz. Na, vielen Dank, Kollege. Ach, Mann. Aber guck mal, der will sich auch gar nicht umdrehen, ne? Der denkt sich, nee, vielleicht treffe ich ihn ja so. Ja. Solche Schlawiner. Ist auch immer wieder das Gleiche. Ja. So. Also wer halt natürlich Firebird und Freeze so nutzen möchte, wie sie eigentlich primär konzipiert sind. Das heißt also verbrennen lassen und einfrieren. Ja, natürlich, der wird halt um diese Variation höchstwahrscheinlich nicht drum rumkommen. Ja, für den ist das halt so dann der Traum. Ja, das ist klar. Aber wie gesagt, finde ich jetzt halt, ich finde, es gibt bessere. Ja, bei Freeze kann ich das aber persönlich schlecht beurteilen, weil ich dafür einfach keine Variation besitze. Ja. Da muss man halt einfach so sagen. Ja, schaut euch das mal an. Alles klar, wunderbar. Ja, aber gut. Schon erstaunlich, ne? Es gibt halt manchmal, also ich habe halt manche Waffen, ja, da sieht es, was die Variationen angeht, deutlich besser aus. Und dann gibt es halt sowas wie Freeze. Da bin ich halt noch immer auf einem Niveau, als hätte ich gerade angefangen zu spielen. Ja, da fehlt mir halt all das gute Zeug. Und irgendwie komme ich auch nicht daran. Ja, ich habe da leider einfach nichts Gutes irgendwann mal bekommen. Aber gut, ich sammle ja wieder Container und wenn dann ja, Weihnachten ansteht, ich denke mal dann zu Weihnachten, werde ich dann alles, was ich bis dahin gesammelt habe, sammeln konnte, dann auch entsprechend mal öffnen und hoffentlich kriege ich ja dann etwas Gutes. Ja. Mal schauen. Es ist, ich weiß nicht, wie ihr die letzten Tage überstehen konntet. Ich weiß auch gar nicht, wann das Video hier online ist. Aber jedenfalls, ich denke mal, auch bei euch wird es etwas heiß gewesen sein. Und das war hier so unangenehm. Also letztes Jahr ging es deutlich besser. Ja, aber dieses Jahr, ganz, ganz schrecklich. Also sobald sich das hier einmal komplett aufgewärmt hat, also nächstes Jahr wird es definitiv eine Klimaanlage geben, damit ich mir sowas ja nicht mehr antun muss. Das war unnormal schrecklich. Also es war so heiß, da muss man sich mal vorstellen. Selbst der Tiefkühler, ich hätte da sehr gerne einen Schockfroster gehabt von Freeze. Also selbst der Tiefkühler hatte einfach Probleme. Der hat manchmal einfach angefangen zu piepen, weil er halt einfach nicht kalt genug wurde.
Also wirklich, also es war echt unangenehm. Es war echt unangenehm. Ja, kann man nicht anders sagen. So, Overdrive. Ja, ne? Also ich meine mal, so lohnt sich natürlich Freeze. Wenn du halt irgendwie versuchen kannst, in den Rücken des Gegners zu kommen, dann hat er natürlich auch keine Chance mehr, dich zu treffen. Ne, das ist klar. Da musst du halt einfach nur hoffen, dass, dass er nicht andere Wege findet oder andere Leute da sind, ja, die halt dann auf dich schießen können. Aber so, wenn du natürlich die Möglichkeit hast, um ihn rumzukommen, ist das natürlich ganz gut. Auch ein Vorteil, das habe ich jetzt hier so natürlich gar nicht erwähnt, habe auch daran jetzt gar nicht gedacht. Ein anderer Vorteil bei diesem Modus ist natürlich auch, dass du den Gegner hindern kannst, Punkte zu machen. Ja? Der muss ja erstmal an den Punkt kommen und wenn er es einfach nicht schafft, weil er halt einfach viel zu langsam ist, ja, dann bist du damit natürlich deinem Team auch eine großartige Hilfe, ja, weil die Gegner einfach komplett lahm unterwegs sind. Ja, was sollen sie denn machen? Also, die sind ja komplett eingefroren. Ne? Die können ja schlecht sich weiter vorwärts bewegen. Ja, oder wenn, dann nur im Schneckentempo. Und insofern kann man da natürlich auch seinem Team da gute Unterstützung leisten, wenn man einfach, ja, dem Gegner die ganze Mobilität nimmt. Ne? So, und selbst hier mit 44% Schutz, 200 Schaden, den ich jetzt hier gemacht habe, ist, glaube ich, akzeptabel. Dauert natürlich ein bisschen lange bei so einem Gegner wie einem Titan. Ja, aber es funktioniert. Ja, es funktioniert. So, an den komme ich halt schlecht jetzt ran, ne? Okay, der hat sich den genommen. Wunderbar. Versuchen wir einfach mal jetzt hier von hinten. Fahren wir dann wieder einmal um ihn rum. Ja. Seht ihr, so geht das. So muss man das machen. Huch. An den fahren wir auch einfach so außen rum hier. Sehr, sehr schön. Zwar werden mir jetzt hier alle Kills geklaut. Aber ja. Also ich habe jetzt hier nicht unbedingt schlechte Position gehabt. Ja, weder im ersten Spiel, jetzt noch hier im zweiten. Also, ja. Gut, okay, man muss da auch dazu sagen, ist natürlich hier alles voll verbessert. Die Drohne ist voll verbessert. Ja, die Booster-Drohne macht natürlich mehr Schaden. Das ist klar, also... Was soll denn das? Hä? Komm doch her, mein Freund. Komm doch her. Auf was wartest du? Wartest du auf eine Einladung? Na gut, okay. Dann gehe ich doch erstmal auf den hier. So. Und jetzt? Ja, guck mal, jetzt traut er sich wieder. Ah, na, hallo. Ja, das ist blöd, ne? Das ist jetzt blöd gelaufen. Da bist du mir ein bisschen zu nah gekommen, ne? Da bist du mir ein bisschen zu nah gekommen. Ah, schlecht gespielt. Ja. Genau, es ist natürlich alles voll verbessert. Die Waffe ist voll verbessert. Ich habe mit Hornet Excelsior. Das heißt also, ich halte natürlich schon mal deutlich mehr aus als ohne diese Variation. Das Ganze, sag ich mal, verfälscht dann das Ergebnis mit einem Panzer oder ja, mit einem Panzer, der halt natürlich das nicht hat. Ne? Halt voll verbesserter Untersatz, voll verbesserte Waffe, voll verbesserte Drohne und so. Wenn man das nicht hat, dann ist das natürlich ein ganz anderer Ausgangswert. Aber ich kann ja nur das zeigen, ne, was ich hier habe. Und ich wollte jetzt nicht unbedingt auf den anderen Accounts schauen, ob ich das habe und dann halt gegen irgendwelche Legenden antreten, die alles komplett ausgebaut haben. Dann sieht man halt, dass ich dann mit 5 Kills und 40 Toten rausgehe und dann sieht es halt auch so aus, als würde man mit diesen Variationen nichts hinbekommen. Und das ist ja dann eigentlich auch gelogen. Ja. So. Ja, aber ich hoffe, das war einigermaßen informativ und ich weiß gar nicht, wie lange das Video am Ende des Tages sein wird, weil da muss ich ja noch viel schneiden. Aber ja, ich hoffe, es war spannend und ich hoffe, es hat einigermaßen Aufschluss gegeben. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen, Wünsche und sonstige Sachen habt, dann lasst es mich doch sehr gerne wissen. Und in dem Sinne, macht es gut oder auch besser. Rinjehauen, ist ja klar.